Willkommen auf Womoblog und willkommen zum Caravan-Salon 2022. Wie im letzten Jahr haben wir für euch den Überblick über interessante Neuheiten und Gadgets und Dinge, die ihr unbedingt euch in diesem Jahr anschauen solltet. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich wieder einiges geändert. Corona sind wir immer noch nicht los, aber es gibt viele Erleichterungen und kaum noch Beschränkungen. Und bevor wir zu den Highlights kommen, erst noch die Besonderheiten beim diesjährigen Caravan-Salon. Es gibt wieder keine Tageskasse und ihr müsst eure Eintrittskarte und den Parkausweis wie im letzten Jahr online vorab buchen. Die Tageskarte kostet für Erwachsene und am Wochenende 18 Euro, werktags 16. Kinder sind vergünstigt und es gibt auch Nachmittagstickets von 14 bis 18 Uhr. Das geht alles zu buchen über die Homepage. Den Link findet ihr jetzt im Text unter dem Video oder falls ihr auf einem Smart TV schaut, geht am besten auf womo.blog und dort haben wir alle wichtigen Links für euch gesammelt. Das Online-Ticket hat natürlich auch den Vorteil, dass es keine Warteschlangen vor dem Eingang gibt und ihr dementsprechend gleich durchstarten könnt. Haben Corona-bedingt in den letzten 2 Jahren einige große Hersteller gefehlt, sind nun wieder alle an Bord. Allen voran die Hymer-Gruppe, die nach 2 Jahren Abstinenz in Düsseldorf wieder ihre komplette Bandbreite zeigen wird. Die Caravan-Salon-App solltet ihr unbedingt nutzen. Sie spart euch viel Zeit beim Suchen und wenn ihr zu Hause schon eure Favoriten speichert, könnt ihr die Zeit auf der Messe einfach optimal nutzen. Für die, die noch nie auf der Messe waren. Die Messe ist riesig und man kann sie unmöglich an einem Tag bewältigen. Zumindest nicht, wenn man viele unterschiedliche Konzepte vergleichen will. Wer sich gezielt vorbereitet, schafft es vielleicht an einem Tag, aber allein die Zubehör- und Sonderhallen bieten so viel Attraktives, dass ich euch nur wärmstens empfehlen kann, mindestens 2 Tage einzuplanen. Deswegen auch App herunterladen, sich schon einmal zu Hause vorbereiten und dann gezielt und früh am Morgen starten. Noch ein Tipp. Um 12:30 Uhr geht alle Welt essen. Dann sind viele Hallen leerer, also geht doch schon um 11 Uhr Mittagessen oder um 14 Uhr und nutzt die Mittagszeit, um etwas mehr Ruhe zu haben. Und ein paar Sätze zum neuen Hygienekonzept. Die Aussteller und die Organisatoren tun wieder alles, um für eure Sicherheit zu sorgen. Auch wenn es keine Maskenpflicht mehr gibt, wird von der Messe ausdrücklich empfohlen, eine medizinische Maske zu tragen. Gerade wenn es eng wird, die Hallen sehr voll sind, ist das ein effektiver Schutz. Und dementsprechend nutzt die Desinfektionsspender. Ihr greift im Wohnwagen oder im Wohnmobil so viel an, dass andere doch vor euch auch angegriffen haben. Einfach immer wieder desinfizieren, hilft euch und den anderen ungemein. Ansonsten gibt es in diesem Jahr keinerlei Ein- oder Beschränkungen mehr. Es wird auch keine Besucherzahlbegrenzung geben. Das sind doch schon mal wirklich gute Botschaften. Sonderschauen. Besonders ist in diesem Jahr Abenteuer Selbstausbau. Im Freigelände zwischen den Hallen 5 und 9 gibt es für alle Interessierten praktische Tipps für den Um- und Ausbau eines Fahrzeugs zum Reisemobil. Hier kann man sich bei den Experten aus der Szene auch über Grundrissplanung, Elektro- und Wasserversorgung, Inneneinrichtung und über die tatsächlichen Kosten sowie den Zeitaufwand für den Ausbau informieren. Ich kenne einige Jungs und Mädels, die auch als Blogger unterwegs sind und wenn man sich mit so einem Profi unterhalten kann, dann ist das echt Gold wert. Dann gibt es die Sonderschau Travel and Nature. Hier wird alles gezeigt, was das Herz des Outdoor-Fans begehrt. Neben der Ausrüstung mit Klapp- und Falt- und Zeltkarawans, Dachzelten sowie Camping, Iglu und Trekkingzelten sind es vor allem die Traumdestinations in nah und fern, die dort begeistern. Also unbedingt Zeit einplanen, um dort vorbeizuschauen. Die meisten machen das die letzte halbe Stunde vor Schluss und ärgern sich hinterher nicht länger, in diesem Teil der Messe gewesen zu sein. Dieses Jahr sind übrigens 736 Aussteller in Düsseldorf, in 16 Hallen auf 250.000 Quadratmeter. Ihr solltet also gutes Schuhwerk mitbringen und wenn ihr wirklich alles sehen wollt, dann plant besser mehrere Tage ein. Bei uns sind es in der Regel 3 Tage und das ist eigentlich noch viel zu wenig. Und deswegen kann ich euch jetzt unmöglich alle Neuheiten vorstellen, aber zumindest die, die uns aufgefallen sind oder die wir für wirklich interessant halten. Mercedes Sprinter überall, das ist wohl das Hauptthema der Messe. Zuerst dachten wir, wow, da hat man wohl die wohlbetuchte Kundschaft im Blick, denn auf Sprinterbasis ist der gleiche Aufbau oftmals deutlich teurer zu haben wie derselbe Grundriss auf Ducato-Basis. Aber ein Insider sagte uns schon im vergangenen Frühjahr, dass das einfach der Not geschuldet ist, da Fiat nicht genügend Triebköpfe liefert und
auch noch ganze Modellreihen eingestellt haben soll. Also wird auf Mercedes gebaut oder aber Ford Transit, der jedoch wegen seiner Motorschäden in den Jahren 2006 bis 2011 in Verruf gekommen war. Der Ford Transit bekommt eine neue Chance. Hoffentlich geht das nicht wieder zu Lasten der Käufer, die damals oft erst aufgrund der geringen Laufleistungen pro Jahr außerhalb der Garantie vom Motorschaden betroffen waren und die dann von Ford sträflich im Regen stehen gelassen wurden. Also wünschen wir mal, dass der neue Ford Transit besser ist und falls nicht Ford, dieses Mal die Kunden nicht wieder fallen lässt. Atria setzt auf jeden Fall neu auf Mercedes und zeigt gleich 8 neue Modelle. Nobel, teuer und groß, ich könnte den ganzen Film nun darüber machen. Spitzenbaureihe Supersonic, Supreme, Coral oder Matrix. Alles ein Stück teurer. Ja, das liegt nicht nur an der Basis. Wenn ihr euch wundert, dass ich euch jetzt keine Preise nenne oder hier einblende, dann liegt das ganz einfach daran, dass es wenig bringt. Wenn ich jetzt den Grundpreis hier nenne oder einblende, dann ist das mit ein paar Klicks im jeweiligen Konfigurator schon meilenweit von dem dann aktuellen Preis entfernt. Schauen wir uns also lieber die Ideen und die Verarbeitung an und die Preise findet ihr dann auf den Seiten der Hersteller. Womit wir zum diesjährigen Hingucker kommen. Bürstner schießt in diesem Jahr den Vogel der Messe ab. Liseo Gallery unter dem Motto Klein reisen, groß wohnen fährt man einen normalen teilintegrierten, der sich dann dank eines ausgeklügelten Systems auf Knopfdruck in einen gewaltigen Alkoven verwandelt. Dabei bläst ein Kompressor Luft in die Seitenwände des eingeklappten Alkovens. Im Nu finden dann 2 Personen im aufgeblasenen Obergeschoss einen Schlafplatz und die Luftkammer der Seitenwände wurden bei Sturm, Frost und Hitze erprobt und sollen zusätzlich eine gute Isolierung bringen. Da bin ich wirklich später sehr gespannt auf die Alltagstauglichkeit und nach einigen Jahren die Erfahrungsberichte. Aber ein echter Hingucker. Unbedingt anschauen, auch wenn die Schlange vor dem Mobil groß sein wird. Bimobil EX600. Bimobil bringt sein neues Flaggschiff auf einem MAN TGM 4x4 Chassis. Das 16,5 Tonnen schwere Expeditionsmobil beherbergt auf seinen rund 8,5 Metern reichlich Komfort. Unter anderem 2 Einzelbetten, ein Bad mit separatem Duschraum, eine Sitzgruppe für bis zu 5 Personen und eine geräumige Küchenzeile samt Backofen. Die robuste Wohnkabine ist vom Fahrerhaus entkoppelt, um auch schwieriges Gelände mit großen Verschränkungen passieren zu können. Wer es ein bisschen kleiner will, der greift zum Expeditionsmobil unter 7,5 Tonnen und damit auch ohne große C-Fahrerlaubnis zu bewegen. Das ist der Bimobil LBX 4x4 auf Iveco Daily Allrad. Alkoven mit Längsbetten, Bad und Küchenzeile in der Mitte und eine Rundsitzgruppe im Heck kennzeichnen das leichte Expeditionsmobil. Ein Riesenthema auf der Messe ist das Thema Trenntoilette. Noch nie gab es so viele Trenntoiletten oder Toilettenkonzepte zu bestaunen wie in diesem Jahr. Waren es vor einigen Jahren nur wenige Selbstausbauer und Expeditionsfahrer, ist das Thema Trenntoilette in der Mitte der Gesellschaft. Naja, okay, das war jetzt eine Floskel, aber bei den Campern ist das Thema voll am Durchstarten. Und ganz neu und exklusiv habe ich hier eine neue auf Eurobox-Basis für euch. Locus Flatus. Damit passt es zu bestehenden Eurobox-Systemen, lässt sich leicht erhöhen, einfach eine passende Box dazu oder darunter. Sie ist leicht, hat einen tollen Holzdeckel mit Gravur, der richtig abschließt und das ist gut gegen Gerüche. Ja, und im Innern hat sie einen stabilen Trenntoiletteneinsatz. Richtig robust. Darunter einen blickdichten Kanister. Da wird man nicht angegafft beim Wegtragen. Dazu hat der Deckel einen Geruchsverschluss. Da riecht man auch keinen Urin. Robust, stabil, günstig und klein. Und eine richtige Toilette. Locus Flatus. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn weiterhin behauptet wird, in kleinen Vans gäbe es keine Toilette und alle Camper machen hinter Hecken ihr Geschäft. Damit gibt es jetzt keine Ausreden mehr, denn diese Toilette passt nun wirklich überall rein und funktioniert. Haben wir euch ja in unserem Langzeitfazit schon alles erzählt. Passt übrigens auch in den Caravan. Wie zum Beispiel Bliss
präsentiert nun mit dem Speed Caravan eine Kombination aus Transportanhänger und Wohnwagen. Es gibt 3 Modelle in verschiedenen Größen, entweder zum Selbstausbau oder schon mit Ausstattung. Das ist jetzt wirklich mal was anderes und sei es nur als Ideengeber für Selbstausbauer. Mancher hat ja einen Hänger zu Hause für allerlei Arbeiten. Hier habt ihr beides, Wohnwagen und Alltagsanhänger. Ganz andere Liga, Carthago Schick C-Line T 4.9 LE. Ist die erste Ergänzung der C-Line T Baureihe auf Mercedes-Benz Sprinter. Nach und nach sollen alle Grundrisse der Baureihe auf dem Basisfahrzeug mit Stern verfügbar sein. Mit dem Schick C-Line T 4.9 LE setzt Carthago auf einen klassischen und beliebten Grundriss mit Einzelbetten über einer geräumigen Heckgarage, Bad mit separater Duschkabine und einer gemütlichen L-Sitzgruppe. Auf 7,5 Metern Länge bietet der Carthago ein gediegenes Ambiente für Kunden mit hohem Komfortanspruch. Chausson und Detlefs setzen auf Ford. Bei Detlefs sind es 3 teilintegrierte Grundrisse mit 6,99 bis 7,36 Metern. Ein optionales Hubbett über der Sitzgruppe macht aus den teilintegrierten für 2 Personen ein Reisemobil mit 4 Schlafplätzen. Detlefs stellt seinen ersten Campervan unter der eigenen Marke vor. Bei den Campervans zeigt Detlefs das neue Globetrail-Modell auf Ford Transit-Basis und 7 neue Globetrail auf Ducato, Peugeot und Citroën-Basis. Da sind lange und kurze dabei und sogar mit einem großen Bad, das man vergrößern kann. Das alles auch mit optionalem Hubdach. Mal ein Blick in die Zubehörhalle. Powerstations findet ihr auf dem Caravansalon wie Sand am Meer. Aber nur Anker hat meines Wissens 5 Jahre Garantie und 10 Jahre Lebensdauer bei täglichem Gebrauch. Ihr sucht eine Powerstation, um länger autark zu sein und habt einen Minivan und sucht ein All-in-One-Gerät, dann hat Anker etwas für euch. Anker, das sind diese Ladegeräte für Smartphone und Kabel und so weiter, ziemlich lange am Markt und wertig und ausgereift. Ja, jetzt haben sie nun auch Powerstations. Die größte, die Anker 757, hat eine 1229 Wattstunden Lithium LiFePO 4 Batterie und einen 1500 Watt Wechselrichter verbaut. 3000 vollständige Ladezyklen und damit 6-mal mehr Lebensdauer verspricht Anker. In nur einer Stunde ist das gute Stück auf 80% aufgeladen. Wir haben damit locker Homeoffice den ganzen Tag gemacht. Haben wir in einem unserer letzten Filme ja vorgestellt. Mit 1500 Watt konnten wir vom Gaming-PC über die Kaffeemaschine bis hin zur Bohrmaschine ja wirklich alles betreiben. Das sind echte Tausendsassas, diese Notstromaggregate, für Notzeiten echt zu empfehlen. Die Anker gibt es gerade mit Rabatt zum Ende des Sommers, verlinke ich euch unten im Text oder auf womo.blog. Und sollte ich die große Anker zu groß sein, es gibt auch kleinere wie die 521 oder 535. Aufgepasst! Wenn ihr eine Powerstation zum Aufladen eures Wohnmobils nehmen wollt, also die Batterien im Wohnmobil leer sind und ihr hängt das Ladekabel dann einfach hier an den Wechselrichter, dann solltet ihr das zusätzlich absichern. Einen Link zu einem guten Film eines Elektroprofis verlinke ich euch unten ebenfalls. Tremor D51 Select. Die Premiere ist ein Kastenwagen auf Ford Transit Basis und interessant ist das Bad. Das verläuft mit einer schrägen Wand und auf diese Weise hat man in der Küche einfach mehr Platz hinter sich. Interessante Idee, der Kasten verfügt mit 5,89 Länge über Querdoppelbett, Sanitärraum, Küchenzeile und Sitzgruppe. Finde ich sehr spannend. Überhaupt sollte es viel mehr solche innovativen Ideen auf dem Caravansalon geben. Und das Hauszelt ist zurück. Haben wir zumindest beim ersten Anblick gedacht. Raratonga heißt es. Der schwedische Zubehörspezialist Dometic zeigt auf dem Caravansalon seine neue Zeltserie Raratonga mit aufblasbaren Stützen. Die Stoffbahnen der 6 neuen Zelte sind aus 100% recyceltem Kunststoff hergestellt und gelten als besonders nachhaltig. Durch das Dometic Multi-Aufblassystem lassen sich die Zelte rasch aufstellen und sparen aufgrund des fehlenden Gestänges Gewicht beim Transport. Überhaupt finden sich zunehmend aufblasbare Zelte bei allen Herstellern. Und wenn wir gerade dabei sind, Help to Camp. Help to Camp ist eine App, die euch beim Campen hilft. Geht was nicht und ihr sucht die Lösung, keine Bedienungsanleitung dabei oder ihr sucht einen schnellen Hack. Help to Camp hilft und bei gerade einmal 4,99 € pro Jahr bekommt ihr sogar die Möglichkeit, mit echten Menschen kurzfristig in Kontakt zu treten, die zusammen mit dem Hersteller eine Lösung suchen, wenn sie es nicht sogar
selbst sofort gleich. Auch Euramobil setzt auf Mercedes. Da sind sie nun endlich, die Modelle, die ich schon vor 2 Jahren erwartete, als Euramobil die ersten neuen Mercedes-Wohnmobile vorstellte. Früher gab es schon einmal eine Phase mit Mercedes-Wohnmobilen. Abgelöst irgendwann von Ford und Fiat, bis Fiat lange Zeit den Markt auch dank seines günstigen Preises und wider Erwarten hoher Langlebigkeit dominierte. Alles schöne und solide Wohnmobile. Wirklich Neues gibt es auch bei der Tochter Forster nicht. Auch hier setzt man nun auf Ford Transit. Ich habe mir sagen lassen, dass das Triebfahrzeug günstiger ist wie ein Ducato. Die Preise für das gesamte Wohnmobil scheinen mir aber deswegen nicht günstiger zu werden. Forster hat aber auch den Citroën Jumper und weiterhin den Fiat Ducato im Programm. Und bevor wir zur Elektromobilität kommen, nochmal Zubehör. Fraron. Ihr wisst, dass ich ein Freund von Fraron bin. Das ist ein Hersteller für Wechselrichter und Technik, einer der wenigen, die in Deutschland selbst entwickeln und bauen. Und Fraron ist in den einschlägigen Foren sehr bekannt für seine Zuverlässigkeit und seinen Service. Fraron hat eine neue 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, LiFePO 4 Iced Energy mit integriertem Batteriemanagement und App und Heizung. Die integrierte Heizung: wird es zu kalt, wird die Batterie aufgeheizt. Die Batterie ist also in einem Außentemperaturbereich von -20 Grad bis +55 Grad einsetzbar. Dabei passt sie sogar im Austausch unter den Beifahrersitz gängiger Wohnmobile. Und nicht unwichtig, eigene benutzerfreundliche, übersichtliche App zur Überwachung per Bluetooth und ja fast noch wichtiger, deutscher Support aus dem schönen Schöllkrippen im Spessart, echte Menschen, die sich bemühen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man will. Ja, und jetzt die neue Welt der Elektromobilität. Scudo, ein Elektrofahrzeug von Fiat, das die Zukunft des Campingbusses werden soll. Der e-Scudo kommt auf eine WLTP-Reichweite von 330 Kilometern. Schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3027 Kilogramm. Ich will jetzt nicht unken. Ich bin wirklich jemand, dem die Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Aber im Bereich des Wohnmobils hat mich da noch nichts überzeugt. Aber vielleicht kommt das ja alles noch. Wenn der Kasten dann mal ausgebaut ist und die Reichweite 300 Kilometer ist, bin ich sehr gespannt, wie sich das Reiseverhalten des Einzelnen entwickeln wird. Wie heißt es so schön? Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Pössl. Campstar und Vanster gibt es nun auf Mercedes V-Klasse und Vito. Die kompakten Campingbusse passen bei geschlossenem Klappdach noch in die Tiefgaragen mit 2 Metern Höhe. Soweit ganz gut, aber, und das hatte ich im letzten Jahr vermisst, Pössl hat einen E-Vanster auf Basis eines aktuellen Citroën e-Space Tourer fix und fertig als Wohnmobil dastehen. Bis zu 322 Kilometer Reichweite verspricht Citroën für den Kastenwagen. Mit dem Plus an Gewicht durch die Campingausstattung sollen dann noch etwa 220 Kilometer übrig bleiben. 220 Kilometer. Ich bin wirklich sehr gespannt über die Erfahrungsberichte eines längeren Roadtrips. Ja, ich weiß, der Weg ist das Ziel, aber wenn ich nach 150 Kilometern mir schon Gedanken über die nächste Ladesäule machen muss, wird das ein lustiger Urlaub. Aber zumindest ist ein Anfang gemacht und das Reisen mit dem Wohnmobil wird auch in einer elektromobilen Welt weitergehen. Auch Tonka zeigt auf dem Caravansalon einen Ausbau auf Basis des Mercedes-Benz EQV mit Elektroantrieb. Hier gibt es sogar 2 Versionen zur Auswahl, als Touring mit 2er Schlafsitzbank und Campingmöbeln entlang der Fahrerseite oder als Adventure mit einer 3er Sitzbank im Fond und einem nach außen schwenkbaren Küchenmodul. 360 Kilometer Reichweite verspricht das Basisfahrzeug. Wie das voll ausgebaut aussieht, ja, das werden die Käufer wohl herausfinden. Die Küche funktioniert elektrisch, das ist konsequent, denn Batteriekapazität ist vorhanden. Da brauche ich keinen Platz für Gasflaschen. Die Küche ist ausziehbar und dient als Außenküche. Das alles mit Hubdach, aber ohne Bad, dafür mit Außendusche. Naja, die Toilette muss man dann noch dazu planen. Wie wäre es mit einer Trenntoilette? Francia habe ich jahrelang echt unterschätzt. Schaut euch mal die Verarbeitung an. Finde ich in der aktuellen Welt wirklich erstaunlich. Besonders ist, dass es kleinere Wohnmobile gibt. Vor 5 Jahren hatte ich das Gefühl, bald gibt es nur noch 8 Meter und mehr. Unter 7 Meter kommt jetzt Francia. Sogar nur 6,88 Meter hat der MI7DB und wie der Name schon sagt, auf Sprinterbasis.
Dabei haben die Wohnmobile aus der Serie einen Doppelboden und bieten eine besondere Heckgarage, die auch von hinten beladen werden kann. Die Toilette kann man beim MI7 MD dann verschieben, um duschen zu können. Interessantes Konzept. Hobby setzt in der Oberklasse seine Wohnwagen auf Hügge. Muss ich jetzt erstmal Nadja fragen, was bedeutet eigentlich Hügge? Nadja sagt, edel, gemütlich, skandinavisch halt. Also der neue Hobby Maxia 585 UL hat jetzt Hügge. Nein, aber im Ernst, sieht wirklich nett aus, womit wir zu einem Thema kommen, dem ich vielleicht mal einen eigenen Beitrag widmen sollte. Wir waren gerade auf dem Campingplatz in Plön und da kam dann ein neuer Hümer hereingefahren und hinten dran fuhr die Ehefrau mit einem Auto dazu, in dem dann auch der Hund drin war. Und als Nadja die Frau dann fragte, warum sie denn mit einem Wohnmobil und einem Auto fuhren, sagte die Frau, naja, der Mann wollte jetzt einfach Wohnmobil fahren. Und so fährt man halt jetzt mit Wohnmobil vorne weg und hinten dran die Frau im eigenen Auto, nur damit man dann 2 Wochen lang fest auf einem Platz stehen kann und noch ein Auto dabei hat. Klar, das könnte man jetzt mit einem Anhänger und einem kleineren Auto lösen, aber viel einfacher wäre es, einen Wohnwagen zu nehmen. Wohnmobil ist aber schon ein ziemliches Statussymbol mittlerweile für einige und nur mal als Tipp, so ein Wohnwagen hat viele Vorteile und man kann sogar Roadtrips damit machen. Fahrt man nach Norwegen. In Norwegen haben wir das wirklich schon oft erlebt. Und in Summe ist es viel günstiger, mit einem Wohnwagen und einem Auto zu fahren. Auch mit den Kids, die eigentlich nur den Spielplatz, Freunde und viel Spaß für den Urlaub brauchen, ist so ein Roadtrip mit Wohnmobil nicht halb so spannend. In dieser Lebensphase ist der Wohnwagen unseres Erachtens die bessere Wahl. Jetzt bekomme ich bestimmt wieder böse Kommentare, aber das ist unsere Sicht der Dinge. Okay, machen wir weiter. Hobby hat auch eine Kooperation mit VW und der neue Crafter Maxia Van 680 ET wartet auf der Messe für euch. Geht mal rein, 6,84 Meter. Das ist jetzt nicht mehr wirklich klein, deswegen bin ich gespannt, ob sich das Konzept durchsetzt. Hat Längsbetten und eine verstellbare Sitzgruppe. Auf jeden Fall ist es ein Hingucker. Eigene Bilder darf ich euch nicht zeigen. Kommt vorbei, schaut ihn euch an. Joa. Joa hatten wir euch im vergangenen Jahr erstmals vorgestellt. In diesem Jahr haben sie neu einen kurzen Kastenwagen ab 50.000 € im Gepäck. Joa gehört zur Pilote-Gruppe. Der Joa Camp 54G ist in einem 5,41 Meter kurzen Citroën Jumper ausgebaut und verfügt über ein Querdoppelbett im Heck, Sanitärraum, Küchenblock und Sitzgruppen. Dabei bekommt ihr einen ganz klassischen Grundriss mit Bad, Dusche, WC. Und um ehrlich zu sein, wir lieben diese Größe. So haben wir damals unseren Kastenwagen ausgebaut, nur nicht so schön und ohne Dusche. Und in der Länge ist dieses Fahrzeug dann auch noch alltagstauglich. Hier habe ich jetzt mal ein echt nettes Teil für euch. Habe ich gerade für euch gefunden. Ihr kennt diese Einmalgrills in Aluschale, ganz nett, wenn man mal auf die Schnelle grillen will. Aber leider bleibt dabei viel Müll zurück und Alu ist wirklich eine Energiefresse und ja, viel zu schade, um es dann später auf den Müll zu werfen. Deswegen fand ich dieses Teil hier so klasse. Casus Grill, der umweltfreundliche Einweggrill. Der komplette Grill ist am Ende kompostierbar. Total genial. Der Grillrost ist aus Bambus und hält, bis das Steak und die Würstchen gut sind und am Ende kann man noch einige Zeit am Feuer sitzen. Übrigens bleibt quasi nichts und der Rest kann kompostiert werden. Okay, weiter geht's mit größeren Geschichten. Karmann hat einen geilen Minivan. Minivans sind heute das, was vor 30 Jahren die Bullis waren. Da werden Caddies, Dacias, Kangoos zu kleinen Wohnmobilen umgebaut und Karmann hat nun einen fertigen Minivan im Programm. Spannend das Konzept. Das Bad mit Toilette ist hinten, Küche, Bett, das Ganze auf 5,34 Meter und das Ganze mit Aufstelldach. Das ist etwas für Minimalisten, hat aber schon Herd und Kühlschrank und eigentlich alles, was man zum Campen braucht. Wirklich sehenswert. Ab 47.000 € seid ihr dabei. Eco VIP 645. Ich frage mich immer, wer sich diese Namen einfällen lässt. Eco und VIP hört sich zumindest schon mal nicht günstig an. Ist von Leica und damit sicher hochwertig. Leica setzt hier auf Hecksitzgruppe und hochwertige Materialien. Mit wenigen Handgriffen wird diese entweder in 2 Einzelbetten oder in eine große Liegefläche umgebaut. Davor befinden sich das Bad und der Küchenblock und im vorderen Bereich noch einmal eine Sitzgruppe aus gurtgesicherten Sitzbank in Fahrtrichtung
und drehbaren Fahrerhaussitzen. Das alles auf nur 6,36 Meter Länge. Niviado. Kennt ihr, oder? Also, wir kannten es nicht. Der polnische Wohnwagenhersteller und Spezialist für leichte Mini-Caravans ist schon seit 40 Jahren auf dem Markt. Mit den zwei neuen Modellen N-Cross Style und N-Cross Family präsentiert Niviado seine beiden größten Exemplare, die im Falle des Family sogar 4 Schlafplätze bieten. Dennoch bleibt das zulässige Gesamtgewicht der beiden Neulinge bei unter 1000 Kilo. Und wenn ihr sie euch anschaut, ich finde das Konzept super, den Preis auch und man hat wirklich alles, was man braucht. Echt schöne Wohnwagen. Am besten angucken und selbst eine Meinung bilden. Klimaanlagen. Der Sommer, der war schon wirklich heiß und er ist ja noch nicht mal zu Ende. Auf der Messe findet ihr jetzt wieder viele Klimaanlagen. Wir hatten uns gerade die günstige von Sinclair angeschaut und waren über die Qualität und die Lautstärke, oder muss ich eigentlich sagen Leisestärke, sehr angetan. Sinclair Klimaanlage verlinke ich euch im Text oder auf womo.blog. Ihr seid eine Familie mit 4 Kindern? Dann ist das mit dem Campingurlaub nicht so einfach. Stärkemann hat jetzt einen passenden Wohnwagen dazu, der mir gut gefallen hat. Mit dem Evolution 580 PE Kids bringt Stärkemann seinen neuen hochwertigen Familiencaravan jetzt nach Düsseldorf. Bis zu 6 Personen finden in dem 7,5 Meter langen Wohnwagen einen Schlafplatz. Mit 1600 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht lässt sich der Caravan dann auch von vielen Mittelklasse-Familienwagen ziehen. Dazu hat er tatsächlich auch noch Dusche und WC und sind alle Betten zurückgebaut, gibt es auch ausreichend Platz für Regentage. Jetzt lese ich mal wieder eine Pressemeldung vor. Variomobil erneuert zur Saison 2023 seine Star-Baureihe. Der kleinste Liner der Luxusmobilherstellers kommt mit 7,49 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und 8,25 Meter Länge gerade so aus. Verglichen mit den anderen Baureihen der Marke ist das geradezu kompakt. Basis ist ein MAN TGL mit 220 PS. Der neue Star wird im Außendesign an den großen Bruder perfekt angepasst. Im Innenraum herrscht gediegene Eleganz, ganz nach den Wünschen des Kunden. Nein, jetzt bitte kein Neid, sondern einfach ehrfürchtiges Staunen. Was Variomobil oder auch Morelo und Co. da immer wieder hinzaubern, ist schon sehenswert und allein das lohnt schon einen Messebesuch. Ich habe keine Ahnung, wie sich Urlaub mit so einem Teil anfühlt. Wir sind eher die spartanischen Typen, aber die Technik, die Ideen und den Möbelbau anzuschauen, das macht richtig Spaß. Und wer sich dann ein Wohnmobil für 1, 2 Millionen kauft, ja, der wird auch wissen, wohin er damit fährt. Und glaubt es oder nicht, mancher ist mit so einem Teil schon bis nach Indien gefahren. Also nicht selten täuscht der erste Eindruck. Ziemlich futuristisch finde ich den Weinsberg Excursion oder Excursion, also ein Van auf VW-Crafter-Basis. 5,88 lang und 2,11 Meter breit wird es davon auch eine Pepper-Version geben. Spannend ist das Badezimmer, das man quasi erst zum Duschen aufbaut. Das ist mal eine neue und nette Idee. Natürlich haben wir uns gleich gefragt, wie ist das dann nach dem Duschen mit der Feuchtigkeit? Denn zurückgebaut bleibt die ja erhalten. Alles Trockenwischen ist mühsam. Ja, auf jeden Fall ist es ein Hingucker auf dieser Messe. Hey, ihr habt es geschafft. Wir sind am Ende unseres Messerundgangs und ihr dürftet die meisten Highlights gesehen haben. Natürlich gibt es noch viel mehr zu zeigen. Wenn ich allein an Pössl oder Hümer, Tappert und so weiter denke, da gibt es auch viele kleine Neuerungen, aber wir wollten euch nur die auffälligsten Sachen zeigen und dabei haben wir sicher etliches vergessen. Jetzt seid ihr dran. Was hat euch gefallen? Was ist doof oder überzeugt euch nicht? Wo würdet ihr sofort zuschlagen? Schreibt uns in die Kommentare, besucht uns auf womo.blog, da haben wir noch viele Produkttests, Reiseberichte und Selbstbauanleitungen für euch. Gebt uns natürlich ein Like und abonniert unseren Kanal. Und ansonsten sehen wir uns jetzt auf der Messe oder ja, beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.